Der nächste Versuch des Jakobswegs ist eingeläutet. Hola, buenos dias und servus. Die Hasen sind wieder unterwegs auf dem Jakobsweg. Genau 5 Jahre nach unserem großen Abenteuer bei dem Camino Frances sind wir jetzt auf dem Camino del Norte unterwegs. Beziehungsweise starten wir morgen hier aus Irún, der baskischen Stadt, ganz in der Nähe der französischen Grenze. Auf dem Weg nach Santiago de Compostela werden wir in einige größere Städte kommen. Morgen nach San Sebastián, nach Bilbao, nach Santander, nach Gijón und wenn alles gut läuft, in 21 Tagen das zweite Mal nach Santiago de Compostela. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir ziemlich angespannt sind, aber wie unsere Kinder sagen, sind wir inzwischen alte Hasen. Heute waren wir schon auf der Besichtigungstour in und um Irún und morgen geht es Richtung Westen, Richtung San Sebastián und dann unserem großen Ziel. Kommt mit uns mit, Buen Camino! Die Sehenswürdigkeiten von Irún sind überschaubar und allesamt in der Nähe des Plaza San Juan gelegen. Neben dem Rathaus ist die Kirche Nostra Señora zu erwähnen und natürlich davor die Statue zu Ehren der Cantineras, der Hauptdarstellerinnen des jährlichen Alarde-Festes. Auf der französischen Seite der Bucht lachten wir dann mit der Sonne um die Wette beim Anblick der Atlantikwellen am Strand von Andeuil mit den 2 markanten Felstürmen. Dieses Hochgefühl war uns auf dieser Reise noch etliche Male vergönnt. In einer relativ abenteuerlichen Fährfahrt ging es wieder zurück nach Spanien und danach zum Leuchtturm von Hondarribia.
Der Tag in Irun endete mit einem Pilgergottesdienst in der Pfarrkirche. Endlich konnten wir am 7. Mai also aufbrechen zu unserer Radtour am Jakobsweg an der Nordküste Spaniens über viele spannende Städte und Orte nach Santiago de Compostela. Die Kilometer- und Höhenmeterangaben beinhalten einige Zusatzschlenker und Besichtigungsrunden. Wie fast jeden Tag machten wir uns kurz nach 9 Uhr auf den Weg. An diesem Tag über den Gaizquibel-Pass und Pasaya nach San Sebastián. Trotz angenehmer Temperaturen waren die ständigen Informationen am Wegesrand über den Fortschritt des Berganstieges sehr hilfreich. Draußen unterwegs auf dem Camino del Norte, wobei auf den Schildern eher immer Camino de Costa steht. Wir sind auf der Etappe von Irun nach San Sebastián und konkret beim Aufstieg zu den Gipfeln, zu dem Gipfel, den keiner aussprechen kann. Barbara und Andreas nennen ihn Scheißgipfel. Wir werden erkunden, wie es genau heißt. Auf alle Fälle ein sehr angenehmer Passanstieg und eine wunderbare Aussicht.
Im Städtchen Passaia stand wieder eine rasante Fährfahrt auf dem Programm. Nur einige Kilometer weiter ist ein erster imposanter Blick auf San Sebastian und seine Strände möglich. Für die Besichtigung sollte idealerweise, anstatt wie in unserem Fall 3 Stunden, wohl eher 3 Tage eingeplant werden. Y si nos entregamos y lo perdemos por completo, y si nos tiramos a que esto sea cierto, lo que revelaste en tan poco tiempo. Una mina de oro son tus pensamientos, y si nos entregamos y nos perdemos por completo, y si nos olvidamos de que todo es un secreto, aprendimos a ver amor, y si es bueno, soltémonos los dos, prendamos ese fuego, y si nos entregamos y nos perdemos por completo, y si nos animamos a vivir un sueño nuestro, aunque no sea fácil, no siento lo imposible. Esta historia nuestra ya es irreversible. Eduardo Chilidas Windkämme und der Atem des Atlantiks waren die letzten Programmpunkte eines beeindruckenden Nachmittags in Donostia. Aprovechemos a vivir este momento, amor del bueno. Dejo mi alma, daré todo, hago un intento, amor del bueno. Aprovechemos a vivir este momento, amor del bueno. Dejo mi alma, le doy todo, hago un intento. Am nächsten Morgen war das Gefühl immer noch da, San Sebastian eigentlich noch genauer erkunden zu sollen. Aber der Tag bescherte uns massenhaft neue, grandiose Naturschauspiele. Besonders Wellenberge und Felsformationen am Zielort Zumaia sollten in der Hitliste unserer Reiseerlebnisse einen der vorderen Plätze einnehmen. Ein flammender Baske hat uns aufgeklärt, dass er nicht Französisch spricht, nicht Spanisch, sondern nur Baskisch. Und somit haben wir uns nicht mit ihm nicht unterhalten können. Genau. (14 Grad), kann man schon mal ein Jäckchen anziehen.
Wir haben gerade Sebastian kennengelernt, der kommt aus Heidelberg. Ich habe kein bestimmtes Ziel, weil ich in Bilbao meine Familie treffe, dann eine Freundin. Und mit der Freundin tue ich dann mit der Bahn einmal quer durchs Land nach Sevilla und dann fahre ich einfach weiter Richtung Lissabon. Hey. Das ist aber, ja. Und dann, ja. Die Route folgte ab Zarauz der Nationalstraße, direkt an der Küste, mit etwas mehr Verkehr, aber ständigem Blick auf das blaue Wasser und die frisch genannten geschichteten Felsen. Die Etappe war überschaubar und die Besichtigungen kurz gehalten, um in Zumaia genügend Zeit für die Halbinsel Alguari und den Surferstrand zu haben. Und wir waren einfach nur begeistert. Trotz der Letzte. Wir sind begeistert.
Es stand erst die 3. Etappe an und wir waren schon wieder vollkommen in unserer Reiseroutine. Solche Aussichten von der Hotelterrasse sind da natürlich schon förderlich. Oder unsere Kinder haben wirklich recht und wir sind inzwischen tatsächlich schon alte Hasen. Kurz noch eine Runde in Zumaia und dann ging diese Etappe erst einmal durch saftig grünes baskisches Hügelland. Über weite Strecken aber auch wieder am Meer entlang, wobei an diesem Tag der aufkommende Seenebel das Meerblau eher mit Grautönen überzog. Auf der Etappe von Zumaia nach Lecazio auf dem Camino de Costa und der hat gestern seinen Namen alle Ehre gemacht. Costa Grandioso. Middle of the road is just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life. Interessant. Warum heißt ihr wohl Weinbergschnecken? And made me whole again. You came in my life. I wanna see your face. Never will I be the same again. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. I was going on, still minding my own business. Never knew that life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. I wanna see your face again, oh let me see your face again. I'm far from being satisfied yet. I have to see your face again, oh let me see your face again, and take me to the place we first met. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again. In Deba versuchten wir zum Kaffee einigen einheimischen Männern zu erklären, dass heute in Deutschland Vatertag gefeiert wird und welche Auswirkungen das zum Teil hat. Ab sofort sage ich auch Dia de Padre.
Am Nachmittag in Lecatio verfolgten wir die intensiven Trainingseinheiten junger Ruderboot-Crews. Und am Abend erlebten wir ein für unsere Breiten unvorstellbares Treiben in einer Bar. Jeder bestellte sich ein Getränk und bediente sich an der Theke nach Herzenslust mit Pinchos. Wir schauten erst ungläubig, aber dann griffen wir zu unserem ersten Cidre auch kräftig zu. Wie schon am Camino Francés versuchten wir auch am Küstenweg wieder den im Outdoor-Wanderführer beschriebenen Routen möglichst zu folgen. Besonders im Teilstück von Deiba über Guernica nach Bilbao war das äußerst schwierig. Es gibt aber unter Komoot schon einige hilfreiche Routenvorschläge, wie für uns die von Barbara und Andreas. So kam dann die Variante über Lecatio nach Guernica und Bilbao in 2 sehr ruhigen Berg- und Waldetappen zustande. Wie ihr längst wisst, stellen auch wir die GPS-Daten unserer Touren für euch unter Komoot zur Verfügung. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. You gotta Achtung, let me Schwester von know rechts. if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear you say, to put it all straight before this night turns into Hoch über der Bucht von Lecaitia. Gestern die Tour von Zumaia nach Lecaitia hat dem Camino de Costa nochmal alle Ehre gemacht. Heute geht es mir wieder ins Landesinnere Richtung Bilbao in zwei Etappen. Da ist es wieder Camino del Norte. Unser heutiges Ziel ist Guernica, ein geschichtsträchtiger Ort. Buen Camino. a bit naive and so eager to please. You know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea, there's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. Interessant, am häufigsten hörten wir an diesem Camino nicht etwa Glockengeläut, sondern und Gracias. I'm on my way. Yes, I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Yes, I'm on my way. Oh, heavy road, go easy on me now, and my love will shine.
Parlamentsgebäude. Kurz fassen. Ganz früher in dem Land hat sich das Parlament versammelt, Okay. bevor es das Gebäude gegeben hat. Und heute, wenn der Ministerpräsident, glaube ich, oder so, von der Baskische vereidigt wird, dann verschwindet das oben im heraus. Aber da war alles gesagt. Danke für die Information. Neben einer Menge Kultur war ein Highlight für uns diese Stadtwohnung. Heute ist der Tag, wo die Frau wieder kochen darf und mag. Wird jetzt die Veronika mit Pesto und Tomatenmozzarella. Richtig spanisch. Salut. In dieser Etappe Richtung Bilbao durften wir den radfahrtechnisch wahrscheinlich schönsten, geradezu meditativen Anstieg der Tour erleben, der massenhaft auch von einheimischen Radsportlern als Trainingsstrecke genutzt wird. Und an dessen Ende wartete auf uns ein völlig neues, aufregendes Erlebnis mit Tour de France-Feeling. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Für uns schon überraschend, dass hier Eukalyptusbäume in großem Stil zur Wiederaufforstung verwendet werden und sichtlich die Fichte als Nutzholz ablösen. Cada día tu amor me da felicidad y despiertas cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. No sé cómo explicarte lo que siento yo por ti. Lo único que importa es que llegaste a mí. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera
mi corazón. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, 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 lo que siento por ti. Cada día tu amor me da felicidad. Lo que siento por ti. Y despierta cosas que nunca sentí jamás. Lo que siento por ti. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti. Plötzlich gerieten wir in das hektische Treiben der zweiten Etappe der Baskenland-Rundfahrt der Frauen vor den Toren von Bilbao. Aufregend, aber schon extrem hektisch und nicht das letzte Mal für heute. Umso mehr genossen wir den Kaffee im beschaulichen Larabezu. Den Waschservice erledigt, den Kohlenhydratspeicher wieder aufgefüllt und das Schlafdefizit der ersten Radwoche reduziert, konnte der Ruhr-Besichtigungstag in der größten Stadt des Baskenlandes kommen. Wir sind unterwegs auf dem Camino del Norte. Wir sind in Bilbao vor dem weltberühmten Guggenheim Museum. Buen Camino. Buen Camino. Die zweite Woche startet morgen. Und der Besichtigungstag startete mit einem Sonntagsgottesdienst in der Kathedrale.
5 starke Frauen. Genau. Und so ging es am nächsten Tag weiter und demnächst auch mit dem zweiten Teil unserer Radreise auf dem Camino del Norte. Bis dahin, Servus und alles Gute.